herzlich willkommen zum Bright Video Magazin neuen Video unsererseits. Wir sind in Plon beim Halloween Zone 22. Halloween im Freizeitpark Plon hat sich zu einem echten Herbst-Highlight entwickelt. Schon am Nachmittag startet das kinderfreundliche Halloween-Programm, das bis 17 Uhr läuft. Perfekt für Familien mit jüngeren Besuchern. Doch sobald es dunkel wird, verändert sich die Stimmung komplett. Ab 18 Uhr beginnt das Abendevent, das sich wie ein eigenes Festival anfühlt. Zone 22. Das komplette Areal ist abgetrennt vom normalen Parkbetrieb und fühlt sich wie ein eigenes Abendfestival an. Lagerfeuer-Vibes, Streetfood-Stände, Getränke, DJ und Tänzer. Und mittendrin immer wieder Walking-Acts, die nicht nur erschrecken, sondern teilweise auch einfach unterhalten, provozieren oder die Stimmung gezielt anheizen. Selbst wer gerade nicht in einer Maze ansteht, hat hier immer irgendetwas zu erleben. Und genau das macht die Atmosphäre so dicht und lebendig. Ein Highlight für die Zuschauer ist auch das Live-Format Schlag den Vigor. Angelehnt an bekannte Showkonzepte, aber natürlich im Zone 22-Stil. Vigor gilt als der Barbar des Areals, also der Endboss schlechthin. Wer dort antritt, legt sich nicht mit irgendeiner Figur an, sondern mit dem Charakter der Zone. Mehr Mutprobe als Quiz und definitiv nichts, was man freiwillig verlieren will. Die regulären Attraktionen sind sogar bis 20 Uhr geöffnet und wer ein entsprechendes Kombi- oder Abendticket besitzt, kann die Zone 22 beliebig betreten und verlassen, wann immer er möchte. Also erst entspannt Achterbahn im Dunkeln fahren und dann rüber ins Horrorareal oder immer wieder hin und her wechseln. Die 3 Mazes in der Zone 22 setzen komplett unterschiedliche Schwerpunkte. Hier ist wirklich für jede Art von Horrorfan etwas dabei. Junkyard ist die Maze, die schon seit einigen Jahren dabei ist. Ein klassischer, dreckiger Schrottplatz. Aber kein billig zusammengezimmertes Szenario, sondern richtig aufwendig gestaltet, mit extrem langem Durchlauf und vielen überraschenden Momenten. Enge Korridore, Lichtblitze, Metallgeräusche. Das Ding ist roh, hart und intensiv. Reset ist hingegen die neueste Maze und bringt ein nordisches, experimentell-mystisches Thema mit. Optisch wahnsinnig eindrucksvoll, sehr cineastisch, sehr immersiv. Hier überzeugt nicht nur die Kulisse, sondern auch das Schauspiel. Man fühlt sich eher wie in einer Mischung aus Ritual und Simulation als in einer typischen Horror-Maze. Sehr modern, sehr atmosphärisch. Vigors Freakshow schließlich ist die eskalativste Maze des Abends. Ein klassisches Zirkus-Setting, aber so überdreht, dass es sich überraschend frisch anfühlt. Man könnte denken, das Thema sei durch, aber dank echter Zirkusatmosphäre, originalem Zelt mit Manege und extrem spielfreudigem Cast entsteht hier ein Erlebnis, das man so nur selten bekommt. Nicht nur Erschrecken, sondern Entertainment auf höchstem Level. Und genau diese Mischung macht Halloween in Plon so besonders. Es fühlt sich nicht an wie ein Zusatzprogramm, sondern wie ein vollwertiges, eigenständiges Event. Viel zu oft merkt man um 22 Uhr, dass eigentlich niemand zurück zum Ausgang will, weil das hier genau die Art Abend ist, den man gern noch lange weitererleben würde.
Sonnenseite erwischt. Hallo! Oh. 1-0. Entschuldigung. Dankeschön. Aber wo bleiben meine Manieren? Professor Dr. Susi, mein Name, und das ist die dicke Bird, meine Zeitmaschine. Reise nach Valhalla. Willkommen zur nächsten Mutprobe. Pass auf, ich bin Detlefson, der Gefängniswärter. Wir sind hier an den Verliesen. Willkommen, setzt euch, nehmt Platz. Komm an meine Seite. Und du, hier, genau du auf die andere Seite. Ja. Nehmt eure linke Hand und greift hinein in das Loch unter den Tisch. Aber ganz tief hinein. Meine persönliche Meinung fehlt in diesem Video natürlich auch noch. Die haben wir nicht vor Ort gedreht. Zum Beispiel, wenn wir jetzt aus dem Junkyard rausgekommen wären, hättet ihr vielleicht nicht so viel verstanden. Oder wir hätten uns immer in eine Ecke verkrümeln müssen, wo es nicht so schön ausgesehen hätte. Es sieht jetzt hier auch nicht so schön aus, aber einfach der Vollständigkeit halber noch. Und wir haben es halt nicht vor Ort gedreht und das Video ein bisschen anders aufgebaut als die letzten Halloween-Videos, die ihr hier am Kanal gesehen habt. Und damit sind wir auch beim Finale der Halloween-Season für uns und die Videos über Halloween. Und das letzte Halloween-Event, was wir besucht haben, war halt Zone 22 im Freizeitpark Plon. Und das hat uns noch mal richtig abgeholt. Obwohl wir jetzt schon sehr abgestumpft waren, war das trotzdem noch mal ein richtiges Highlight am Ende. Chaos und Anarchie würde das Ganze am besten beschreiben, was da los ist. Und trotzdem hat das alles Konzept und ist einfach was ganz anderes mit dieser Monsterparade, die es dann tagsüber gibt. Die haben wir jetzt nicht mitbekommen, da hingen wir noch auf der Autobahn. Haben wir euch aber vor 3 Jahren mal gezeigt. Verlinke ich euch auch gerne hier die XXL-Reportage. Da habe ich Moritz begleitet, der als Erschrecker im Freizeitpark Plon dann einen Tag war. Und wir haben da ein bisschen die Maces gezeigt, die wurden erklärt, ein kleines Interview gemacht. Also da gibt es wirklich in dem Video ganz viele Details und viele Hintergrundinformationen zu diesem wirklich coolen Event, was wir jetzt besucht haben. Was auf so einem gesamten abgesperrten Areal ist, wo es ein einzelnes Ticket für gibt, was so einen Festivalcharakter auch hat oder ein bisschen ja so Mad Max-mäßig und dieser Bereich für sich mit den Foodständen, die thematisiert sind, zum Junkyard irgendwie auch passend, aber auch halt diese ganze Welt von Vigor mit einschließen. Und ja, für das Gesamtpaket und die Party und die Unterhaltung, das Entertainment auf der Bühne, das macht's schon aus. Und dazu kommen halt noch 3 wirklich starke Maces. Junkyard, ein Thema, was auch eigentlich schon rauf und runter gebetet wurde. Hier aber wirklich authentisch aussieht und richtig, richtig geil rüberkommt, immer mehr gewachsen ist und auch super viele Details beinhaltet, einen riesigen Laufweg und einfach sehr viel Style hat und wirklich mit Werkstätten und Autos und allem drum und dran. Und nicht einfach, ja, wir haben so ein bisschen Brachland und schmeißen unseren Müll wirklich dahin, sondern ein sehr krass gestaltetes Maze mit verschiedenen coolen Effekten. Dazu kommt noch Vigors Freakshow, auch ein Thema Zirkus-Maze. Ja, das Zirkuspferd ist totgeritten, aber hier auch nochmal so neu, frisch und anders interpretiert, was wirklich sehr, sehr, sehr stark ist und Bock macht. Ich wurde gescared und auch hier wieder coole Elemente mit drin, die man so vielleicht nicht kennt und auch das Thema irgendwie nochmal neu und frisch präsentiert, aber vor allem die dritte Maze Reset, die neueste, ist echt heftig gut geworden. Sehr, sehr starke Gestaltung, sehr starke Elemente mit drin, sei es die Brücke und dieser Wasserraum oder auch die schwingenden Guillotinen. So naheliegend und so unverständlich, dass noch nie vorher jemand auf die Idee gekommen ist, so ein Element in eine Maze mit reinzubringen. Und auch sonst wirklich die Gestaltung sehr detailreich und wie viel da mit drin ist und dieses nordische Thema sehr schön präsentiert und nicht nur Hau drauf, Splatter, Eskalation, sondern schon mit Sinn und Verstand. Dazu kommt, dass
alle Mazes echt richtig cool bespielt waren, weil da einfach Leute sind, die richtig Bock haben, die teilweise auch schon echt lange dabei sind und alle insgesamt einfach richtig Passion und Bock haben. Also Zone 22 im Freizeitpark Plon, ein Halloween-Event, was ich euch wärmstens ans Herz legen kann, so wie auch warme Cocktails, die es dort gab, was erstmal weird klingt, aber wirklich sehr nice ist. Und on top gibt es natürlich noch die Möglichkeit, im Dunkeln die Fahrgeschäfte zu erleben. Und es gibt eine richtig gute Lasershow. Auch Lasershows, ja, kennt man oder auch nicht, aber die da ist echt nice. Plus Feuerwerk. Ich liebe Feuerwerk. Wer liebt kein Feuerwerk? Wenn ihr was gegen Feuerwerk habt, warum? Was stimmt bei euch nicht? Das gibt's auch noch. Und das ist noch nicht mal der Abschluss, sondern läutet quasi ein, ey, Fahrbetrieb ist vorbei, jetzt geht die Party los, ab in die Zone 22. Sehr, sehr cooles Event. Habt ihr das schon besucht? Habt ihr vor, das Ganze zu besuchen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und ansonsten sehen wir uns jeden Tag um 18 Uhr wieder zu einem neuen Video hier auf dem Radio YouTube-Kanal und bald auch mit Updates zum neuen Multi-Launch Watercoaster, der gerade im Freizeitpark Plon entsteht.